Ein Volkswagen T3 mit Turbodieselmotor in einem ganz hervorragenden Zustand. Ja, wir sind in Osterrönfeld. Hier ist Marcel Asmus. Ich grüße dich, Marcel. Moin Sven, hi. Ja, da steht er. Ich habe ihn dann gefunden in der Ecke. Ihr habt 50.000 Quadratmeter und über 500 T3 Campingfahrzeuge. Nee, ihr habt diesen einen. Genau, das ist tatsächlich ein Einzelstück und wir sind froh, dass er bei uns mit in der Ausstellung steht. Ja, du hast ihn angekauft. Wir verraten den Preis mal nicht, aber so wie er hier steht, hat er gut und gerne einen Wert von, sagen wir mal, zwischen 30.000 und 40.000 Euro. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also in dem Zustand macht er schon gut was her und Mitte 30 sollte er schon erzielen können, ja. So, Luna ist wahrscheinlich nicht der Kosename der, ich sag mal, Frau des Besitzers oder so. Nee, genau. Luna ist ein Ausstatter und hat dann entsprechend das Fahrzeug so dann konfiguriert. Ja, das ist Ende der 80er, wo wir hier stehen. Und er hat ein Aufstelldach schon mit dabei, aber nicht, ich sag mal, ein kleines Aufstelldach, sondern direkt ein Hochdach. Das heißt, auch wenn es geschlossen ist, kann ich drin stehen oder ich sag mal gut drin stehen oder so sieht's aus. Und er hat ganz viele Elemente, die man heute schon kennt. So, das war natürlich ein richtiges, ich sag mal, Highlight Ende der 80er. Das wollten alle haben, oder? Tatsächlich ist es immer noch so, dass der Kult um die T3-Busse und vor allem halt auch mit Aufstelldach immer noch da sind und deswegen wird er halt auch entsprechend so hoch gehandelt. Ja, ich zeig dir mal gerade den Zustand hier. Das brauche ich dir nicht zu erklären. Das sind so typische Stellen, da blüht's normalerweise und der ist echt gut gemacht, gell? Ja, also der Vorbesitzer hat tatsächlich nochmal darauf geachtet, dass das ein oder andere nochmal aufgebessert wird. So, hier vorne sieht man auch, das sind so die typischen Stellen, also alle T3-Besitzer. Ich selber habe ja auch einen T3 jetzt, habe ich dir gesagt. Und ja, der sieht ganz anders aus. Also Feuerwehrauto ist auch mal im Winter gefahren. Das weiß ich nicht, ob man das jetzt hier darf, aber sollte man eigentlich nicht tun. Sondern so ein Fahrzeug stellt man eigentlich, das fährt man an schönem Wetter und auf keinen Fall im Salz. So sieht's aus. Und das sind so die typischen Sicken. Der sieht aus wie neu. Der sieht echt schön aus und tatsächlich achten wir auch darauf, dass er nur in der Halle steht und entsprechend nicht mehr bewegt wird oder wenig bewegt wird. So, mach mal auf hier. Wir können ja mal so tun, als wäre das ein neues Fahrzeug. Das konnte man damals einklappen. Das ist der Inlet für 230 Volt oder damals 220. Genau, hier kann man dann entsprechend Strom einspeisen dann, ne? So, der hat auch eine Heizung mit drin. Das sieht man hier. Sehr, sehr schön. Kühlschrank. Das ist die Öffnung für den Kühlschrank. Der ganze Küchenblock, der verbirgt sich dann direkt hier hinter. Guck dir mal die schönen Fenster an. Westfalia steht drauf. Das ist so, also viele Komponenten hier auch von Westfalia mit drin. Gasdruckfedern mit drin. Und das Aufstelldach, das gucken wir uns gleich mal innen an. Das ist wirklich Kult, oder? Ja, auf jeden Fall. Also alleine das Ganze aufstellen zu können und dann auch noch mit zu belüften bzw. schlafen zu können, traumhaft. So, wir gehen mal gerade einen Schritt zurück, dass ich mal komplett drauf kriege. Komm mal gerade mit. Oder bleib doch stehen, das kannst du auch machen. Dann sieht man ungefähr mal die Größe. Und jetzt darfst du mal ganz leicht mal zur Seite treten. Das ist lieb von dir. Da steht er jetzt da. Und ja, das Heck, der Motor ist beim T3 ja hinten. Habe ich dir eben gesagt, da hast du mich ausgelacht. Habe ich gesagt, das weiß ich. Nee, tatsächlich. Ist hier hinten drin. Ja, in welchem Jahr bist du geboren? 86. 86, also könnte fast dein Geburtsjahr sein hier, oder? Ich vermute sogar, das wird mein Geburtsjahr sein. Auf jeden Fall macht er gut was her, ja. Komm mal mit, wir gehen mal einen Schritt zurück, dass wir mal ganz drauf kriegen. Da gibt mir noch echt das Herz auf. Camp Sporter von Luna. Spann an steht drauf, das ist das Unternehmen, für das du arbeitest? Korrekt, das ist unser Betrieb und ja. Großes Familienunternehmen, du bist Teil der Familie. Mach mal bitte auf. So, hinten mal reingucken. Hier ist noch eine Anhängerkupplung mit dabei. Und ja, direkt das erste Bett. Umklappbar, wie man das so kennt. Er hat sogar noch ein bisschen Patina hinten. Guck mal hier. Das ist Holz drunter. Das ist lackiert gewesen. Das Ganze ist da. Und ja, machen am besten mal ganz kurz auf. Gucken Sie die Maschine mal an. Ich habe schon mal reingeschaut eben. Da ist ein Turbodiesel dran, es hält hier vorne. Zustand ist echt toll. Und hier sieht man, der Vorbesitzer hat ihn auch tatsächlich bewegt. Genau, also der wurde tatsächlich bewegt und gefahren und hier wurde auch drin gelebt, ja. Starterbatterie mit drin, hier der gute Turbodiesel. Ich schätze mal, es könnte der
der Golf-Motor gewesen sein. Aber da gibt es Fans von T3, die werden mich jetzt sofort korrigieren, werden sagen, nein, das ist der B3412. Nee, keine Ahnung, wie er heißt. Aber Zustand wirklich klasse. Ja, mach nochmal zu, bitte. Wir gehen gleich mal rein, gucken uns das Fahrzeug mal von innen an. So, das Thema Campingboom. Deine Eltern, die waren auch Camper? Tatsächlich hatten wir auch einen Wohnwagen und sind auch mit dem Wohnwagen unterwegs gewesen, ja. Hier vorne sieht man noch so Kleinigkeiten. So sieht denn die Heckklappe aus. Aber der ist wirklich ganz toll restauriert, muss man sagen. Also besser hätte man es nicht machen können. Da hat der Vorbesitzer richtig investiert. Und auch hier das Fenster hinten, auch das ist aus Kunststoff hier drin, ist isoliert. Das heißt also auch hier hinten hat man auf Isolation damals schon Wert gelegt. Das heißt, man konnte damit dann, wenn man nicht gerade das Dach aufgemacht hat, auch im Winter stehen. Tatsächlich, ne? Also wir sind auch froh, den Wagen hier stehen zu haben. Und in so einem Zustand, ja, kann man tatsächlich noch mal im Urlaub mitmachen. Ja, guck dir die Gardinchen an. Das habe ich übrigens auch in meinem T6, habe ich Gardinchen drin. Und hier vorne sind Gardinen dann zum Zuziehen. Wir gucken uns das gleich mal von innen an. Machen wir hier hinten auf, wenn wir schon gerade da sind. Oh, guck mal hier, 2x6,2 Kilo Gas, direkt 2 Stück, also da hat einer schon nachgedacht, nee, 5 Kilo ist wahrscheinlich hier das Nettogewicht mit dabei. Und obendrauf, was kann man da reinmachen? Warndreieck und so. Genau. Einmal Warnweste und Dreieck. Ne, also wir haben ja auch ordentlich Staufächer noch mit dabei. Ja, so relativ. Also ich muss sagen, ich lebe ja zurzeit auch im T6, ja, demnächst gibt es ja ein neues Auto und ein bisschen klein ist es schon, aber die Leute leben ja auch viel draußen. Also speziell im Sommer hat man ein Vorzelt, hat den Tisch draußen und alles draußen. Also das ist jetzt kein Auto, um damit im Januar 2021 zu filmen. All das habe ich schon festgestellt. Toll finde ich hier die Aufstellfenster an der Seite, doppelverglast. Das fällt direkt auf. Also es ist ganz toll gemacht. Und der Zustand echt klasse. Ja, absolut. Das Ganze ist auch formschön eingearbeitet. Also sieht echt gut aus und macht was her. So, kommen wir gerade einen Schritt zurück. Dann zeigen wir auch hier mal die komplette Silhouette dieses Fahrzeuges. Spannenderweise stehen wir gerade neben einem Hochhaus dagegen, nämlich einem Hümer. Und das Ganze müssen wir gleich mal von etwas weiter weg zeigen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, den T3 könntest du in den Hümer reinparken, oder? Von der Größe. Wenn man möchte, dann kann man theoretisch sogar in die Heckgarage reinfahren. Die Garage rein. Komm, wir zeigen das mal gerade, dass man mal ungefähr mal den Unterschied sieht zwischen beiden. Also du stehst jetzt hier, da ist der Hümer, der MLT. MLT ist das, oder? Also im Grand Canyon S. Im Grand Canyon S, ja. So, da steht er daneben. Und wenn du das gleiche mal gerade machst beim VW-Bus, warte mal, streck mal gerade die Arme aus, dass wir das mal sehen. Ja, da kommst du locker drüber, ja. Sehr, sehr schön. Mach mal auf, bitte. Reinschauen. Isri-Sitze. Ey, vom Feinsten hier drin. Also wirklich klasse. Und das war damals das Polster. Hier siehst du zur linken Seite, wird es ein bisschen dunkler. Das war wahrscheinlich damals so ein Effekt, oder? Nee, ist wahrscheinlich ein bisschen schmutziger, oder? Das wird Schmutz sein, genau. Entsprechend haben wir ihn schon so reingestellt, wie wir ihn bekommen haben. Nur kurz von außen sauber gemacht. Und das war der Zustand? Das war der Zustand, wie wir ihn vom Kunden bekommen haben, ja. Boah, das ist top. Also der Lack ist sowieso, also ich denke, der ist neu gemacht, weil du siehst hier die Patina an der Seite. Wahrscheinlich wurde er innen nicht lackiert, aber der ist so toll gemacht worden. Hier vorne blüht es ein bisschen, siehst du? Ja, genau. Das ist typisch tatsächlich für das Fahrzeug, ja. Ja, aber das ist trotzdem, also an den Seiten, ich habe ja eben schon die Stoßstellen zwischen den zwei Blechteilen, wo das Kunststoff dazwischen ist, da reibt es sich dann aneinander und dann kommt immer direkt Rost rein, aber Zustand ist wirklich klasse. Drehsitze. Isri, das heißt mit 2 Armlehnen. Da konnte man damals als Volkswagen-Fahrer dann nur von träumen. Und ja, richtig klasse. Guckt man gerade das Radio. Ach, hat einen Blaupunkt drin oder so ähnlich. Schon etwas moderner. Handyhalterung schon mit drin. Ich glaube 86. Da gab es ein C-Netz. Könnte auch ein kleines Navigationssystem sein, was darauf passen würde. Ja. Stimmt, kleines Navi, was mit dabei ist. Ja, eine typische Haarschaltung. 4-Gang. Ja, das ist heutzutage nicht mehr vorstellbar, ne? Ja, interessant ist, also leider hat sich von meinem T3 der Lüfter festgefahren. Das passiert immer, wenn du ihn draußen stehen lässt, länger wie ein halbes Jahr, und dann ist er festgerostet. Und also das ist echt, ich glaube, das ist noch Autofahren pur mit so einem Fahrzeug hier. Servolenkung hat er keine.
Das siehst du, weil ansonsten wäre das Lenkrad kleiner, damit du die Lenkkräfte noch ordentlich übertragen kannst. Also ich bin einmal mitgefahren, der fährt sich ganz hervorragend, auch ohne Servolenkung. Aber so Airbag, ich glaube nicht, dass der hier in der Mitte drin ist. Das ist wahrscheinlich Hubtas, oder? Das würde ein ziemlich kleiner Airbag sein. Ne? Aber trotzdem dient er nicht als Ersatzteillager. Ne? So, komm, wir gehen mal rein, dass wir das Ganze mal schauen. Und kleine Roomtour im Camp Sporter. Vielleicht vorab, unverkäuflich. Tatsächlich unverkäuflich, ja. Guck mal, ein SCA-Dach aus Königsbronn. Also einer der größten Hersteller, hat damals schon die Dächer gebaut. Und das Ganze aus GFK. Ja. Das ist schon ziemlich cool. Und wenn man jetzt reingeht, das ist der Küchenblock. Genau, wir haben hier die Küche mit integriertem Kühlschrank. Wir haben hier tatsächlich über eine Push-Funktion einen Tisch, den wir ausklappen können. Unten nochmal richtig viel Platz. Genau. Da kann ich auch noch Sachen reinstellen. Da war auch was zum Festzurren. Ein Wassertank bestimmt, oder? Da sehen wir noch die blaue Pumpe. Das heißt, hier wird der Wassertank gewesen sein, um das Ganze dann entsprechend an die Spüle weiterzugeben. Ja, oben, der ist jetzt noch nicht angeschlossen, die Pumpe. Da oben ist er abgemacht. So, da ist der Tisch mit drin. Genau. Das kommt aber noch besser. Genau. Hast du ja. Wir haben sogar ein Kochfeld mit dabei. Oder wo wolltest du drauf hinaus? Ich wollte hier, guck mal hier. Da vorne ist wahrscheinlich nochmal ein Anschluss für einen zweiten Tisch, siehst du? Ja, genau. Den du irgendwie drehen kannst, wenn du dann irgendwie damals 86 fürs Notebook, was es noch nicht gab. Na? Stark, das Kochfeld ist klasse, oder? Herrlich. Hersteller, guck mal drauf. Was haben wir denn da? Kramer. Kramer, okay. Spüle mit ausziehbarem Hahn. So viel habe ich eben schon festgestellt. Das heißt, du konntest also damals den schon ausziehen, konntest den rausmachen zum Fenster und konntest dir damals schon den als Außendusche benutzen. Oder gut, innen wahrscheinlich nicht. Und ja, dann hat man hier Besteckfach. Genau, nochmal eine Schublade. Wenn wir die noch ein bisschen aufräumen, dann macht die auch wieder was her. Ja gut, der ist auch normal gesperrt. Also der ist hinter abgesperrt. Normale Leute kommen da nicht rein. So ein historisches Fahrzeug hat H-Kennzeichen. Genau, das hat schon H-Kennzeichen und kann tatsächlich auch in jede Stuttgart. in jede Innenstadt gefahren werden. Ne? So, und da ist der Elektroblock. Board Control, sogar damals Sicherungen, die du auch wieder reindrücken kannst, siehst du? Ja. Das heißt Sicherungsautomaten für 12 Volt und 230 Volt, die Gasabsperrhenne. Ja, so viel hat es ja gar nicht verändert, oder? Es ist ein bisschen moderner geworden, ansonsten sieht es gut aus. Setz dich mal hinten rein, bitte. So, dass man mal die Proportionen sieht. Ein lachender, aber das macht schon viel aus mit der Höhe. Also das Aufstelldach, ich guck mal gerade, ja, ist schon schön. Daneben hast du einen Schrank. Hier haben wir einmal einen kleinen Kleiderschrank, wo wir was hinhängen können oder halt auch entsprechend noch oben verstauen. Ja, unten drunter haben wir auch noch ein bisschen was. Ja, das Wichtigste überhaupt hier in dem Fahrzeug ist eingebaut. Da kommst du bestimmt direkt drauf, oder? Ein Spiegel, guck mal. Ja, geht mit in der Tür drin, sodass man sich auch da dann nochmal entsprechend schick machen kann. So, oben drüber ist noch Staufach. Genau, hier haben wir nochmal ein Staufach. Wir sehen auch, dass die Blaupunktboxen noch mit eingebaut wurden. Ja. Blaupunkt. Ist aber nicht China-Blaupunkt wie heute, sondern ist wahrscheinlich wirklich noch Blaupunkt, Ja. wie das damals so war. Ja, jetzt sind wir hier schon drin. Also tagsüber kann ich dann hier das Bett zurückklappen. Ich habe oben noch eine Schlafmöglichkeit, habe sogar ein hochkurbelbares Fenster zur Entlüftung mit drin. Aber das Besondere ist, du kannst das Dach komplett öffnen. Ich habe es mal von außen mal angeguckt. Und hier vorne hast du nochmal Staufach pur. Ja, Wahnsinn. Also hier gibt es nochmal ordentlich was zum Verstauen für die Sachen, die man mitnimmt. Man kann so ein bisschen durchgucken durchs GFK, wie das früher so war. Da hat man das Material, hat wahrscheinlich ein bisschen gespart. Ja, aber es schadet ja nichts, dem Material. Aber cool ist zum Zuziehen. Die haben so einen richtig stabilen Griff dran gemacht, also aus Stahl, dass du direkt zuziehen kannst. Und die Schnallen schon mit dran. SCA, dass ja nichts aufgeht. Und das weitere Bett, das hier oben drin ist und das eine riesen Liegefläche hat, aber man kann ja auch nur unten liegen. Das hängt, also wenn man so Stealth unterwegs ist und das Dach auf keinen Fall öffnen möchte, kann man unten schlafen. Das ist sehr interessant. Ja, hier oben ein Gewürzfach, dann kannst du so Gewürze, Kaffee und so weiter ablegen. Das ist auch mit drin. Gefällt dir, gell? Er ist auf jeden Fall schick. Ne? So.
Hast du uns schon zerstört? Na, erzähl das nicht meinem Schwiegervater. Nee, ich glaube einmal durchgreifen. Jetzt nimmst du es mal raus, ziehen wir es mal hoch. Da ist es. Ah, da kommst du von oben dran ans Fach, was wir eben gesehen haben. Prima. Ja, kurzer Einblick. Das war das Campingleben im letzten Jahrtausend. Und ich hoffe, dass diese Filme überleben, sodass, wenn sich die Leute das 2300 angucken werden, so war das damals in der Vergangenheit 2021, als Motoren noch mit Benzin und Diesel angetrieben worden sind. Es gab hier noch Verbrennungsmotoren, kannst du dir das vorstellen, 21? Fossile nicht schlecht. So ist das. So, hier unten steht es Luna, Freizeitmobile, Firma J. Johenning Junior, und sie kamen aus Langenfeld-Reusrath. Ja, wenn Sie sie anrufen wollen, das ist die Telefonnummer 0217. Die wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Ich glaub, Luna gibt es nicht mehr, gell? Nee, tatsächlich nicht. Also wäre mir nicht bekannt. Waren die so ein Wettbewerber zu Westfalia, ein ernstzunehmender? Damals? Weil ich habe Luna noch nie gehört. Also es ist tatsächlich nur eine Kleinstserie davon produziert worden und dementsprechend tatsächlich auch ein Liebhaberstück. Absolutes Sammlerobjekt, oder? Genau. So, die Couch kann ich natürlich zurückklappen, das sparen wir uns jetzt. Die Heizung ist mit drin. Übrigens, wenn du mich mal kurz noch mal reinlässt, zeige ich mal ein schönes Detail. Hier vorne ist noch die Bedienungsanleitung von der Heizung mit drin, eine Truematic E. Und da ist die Gebrauchsanweisung mit drin und da kann man vielleicht mal ein Standbild machen, da können Sie dann nachlesen, wie das früher in Betrieb genommen wurde. Ja, danke, dass ich da mal reingucken durfte, und ich zeige nochmal komplett. Hier steht er in einer 2000 Quadratmeter Halle. Was habt ihr hier drin? Ja. Und schön warm hat das hier. Ist er schon mal bewegt worden eigentlich? Ja, tatsächlich ist er bewegt worden, aber immer nur kurze Strecken. Das heißt also, wenn ihr mal Show habt und so weiter, dann könnt ihr das ganze Fahrzeug zeigen. Toller Zustand. Die Luna. So ist es. Im Januar 2021. Camping in den 80ern. Ja, vielen Dank, Marcel. Wir sind bei Spann an in Osterrönfeld. Das Ganze zwischen Flensburg und Hamburg. Tschüss. Tschüss.